Grüßt euch und herzlich willkommen zum Bau meiner Spinnelanlage. In diesem Teil habe ich den Tunnelblick. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Als erstes nehme ich mir eine Platte Styrodur, lege die mal auf und drücke die mal schön fest, dass ich hier schon mal den Abdruck habe vom Gleis. Dann weiß ich, wie groß die Abstände sind, erstmal im Groben. Das schneide ich als nächstes aus. Jetzt habe ich das mal grob ausgeschnitten, jetzt ist allerdings der Abstand viel zu kurz, das ist aber auch so gewollt. Jetzt werde ich als nächstes festlegen, wie ich die Mauer mache und bis wohin ich hier gehe mit meinem Tunnelportal, aber ich schätze mal so bis hierher. Ich schätze mal, dass hier das Tunnelportal hinkommt und das wird dann eine Mauer. Und das muss ich jetzt mal einzeichnen, dass auch mein längster Wagen dann vorbeikommt. Jetzt habe ich das Ganze mal grob eingezeichnet. Jetzt schneide ich das mal aus und teste mal aus. Also hier hinten werde ich dann noch wegschneiden müssen. Aber hier vorne müsste es schon rausgehen und dann kommt ja die Mauer davor hin. Und ja, das braucht auch nochmal ein bisschen eine Dicke. Also nochmal mindestens einen Zentimeter oder so. Aber jetzt schneide ich es mal aus und teste es mal. Jetzt habe ich das mal so grob gemacht, wie ich mir das vorstelle. Vorbereitet, habe ich sagen wollen. Und jetzt klebe ich das Ganze mal zusammen. Gut, und dann beschwere ich das Ganze mit Gewichten und lasse es erstmal trocknen. Im nächsten Schritt habe ich das hier schon mal begradigt, so testweise. Und zwar mache ich das so, dass ich mir hier oben Klebestreifen aufklebe und unten auch. Das habe ich alles ein bisschen ausgemessen. Und jetzt nehme ich mir einen Heißdrahtschneider und lege los. So. Dann habe ich hier eine schöne saubere Schnittlinie. Dann raspel ich noch ein bisschen vorsichtig. So, und das schaut jetzt so aus. Das mache ich jetzt hier noch, das restliche Stück. Und das hier ist dann die Stoßkante, wo das Tunnelportal anliegt. Als nächstes mache ich den Hang. Dazu nehme ich mir wieder den Heißdrahtschneider. Jetzt muss ich schauen, dass ich das gefilmt bekomme. So, und hier oben lasse ich es mal noch, so wie es ist. Jetzt schaut es erstmal so aus. Es ist halt insgesamt recht schmal, das Ganze. Da muss ich schauen, ob ich da noch Büsche oder Bäume drauf bekomme. Aber ich habe halt hier hinten auch nicht so viel Platz und mir ist die Mauer dann in dem Fall auch einfach wichtiger. Aber so schaut es jetzt erstmal aus. Jetzt mache ich hier noch das Gegenstück und dann geht es weiter. Jetzt habe ich mal den zweiten Klotz hier auch soweit fertig gemacht. Das wird jetzt dann hier die Einfahrt. Da habe ich schon mal probeweise ein Tunnelportal vorbereitet. Das ist aber noch zu breit und zu groß. Nur mal so, wie es ausschauen wird. Hier oben drauf ist schon die erste Platte gekommen. Da werde ich jetzt dann hier noch ein Stück abschneiden, dass ich das dann quasi den schmalen Streifen draufklebe. Und das hier wird dann so ein Wechselmodul. Da möchte ich dann verschiedene Aufsätze, Einsätze, je nachdem wie man das sehen möchte, gestalten. Genau, jetzt werde ich als nächstes mal das Ganze wegmachen oder wegnehmen und mal die Gleise einschottern, dass das schon mal gemacht ist. So, der Schotter ist soweit getrocknet. Jetzt richte ich mal das Ganze hier aus am Rand und in der Mitte, dass das schön passt alles. Dann kommt hier die Platte rein. Schauen wir mal, dass das schön ist. So, und dann schneide ich jetzt hier eine Scheibe ab
Ja, so ungefähr. Und dann wird hier nochmal eine zweite Platte gemacht, dass ich das dann austauschen kann. So, dann klebe ich das einfach drauf hier. Das wird dann quasi der Portaleingang. Dann habe ich theoretisch das Problem, dass ich ein recht breites Portal machen muss. Ich das eigentlich aber so schmal wie möglich haben will. Aber ich muss halt mit meinem längsten Wagen durch. Und hier ist jetzt eh schon sehr, sehr wenig Platz. Da kommt dann auch noch theoretisch eine Schicht Mauer rein. Auch in die Röhre innen. Das wird eh alles recht tricky. Mal schauen. Aber wahrscheinlich kann ich gar nicht recht viel schlanker werden. Ich zeige euch das mal aus der Perspektive. Es schaut halt recht breit aus. Eigentlich wollte ich es schön schlank haben, aber wie gesagt, das geht halt wahrscheinlich nicht. Für die Röhre habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Da habe ich jetzt hier schon aus Styrodurblöcken ja, eine Röhre geschnitten. Das habe ich hier an den Seiten mit Sekundenkleber verstrichen bzw. verklebt und hier dann noch einen Holzstab durch. Und dadurch ist das jetzt sehr stabil oder recht stabil. Und jetzt klebe ich das hier innen rein, so wie ich das brauche. Und dann kann ich theoretisch von oben, also hier dann das Gegenstück draufkleben. Und dann habe ich eigentlich eine schöne Röhre. Dann kann ich von unten die Röhre gestalten und die ganze Alterung machen. So habe ich mir das zumindest jetzt überlegt. Jetzt schaue ich mir das mal an und klebe das als erstes mal rein. Wenn das Ganze getrocknet ist, schaut es so aus, von vorne und von innen so. Als nächstes mache ich die Tunnelinnenseite. Dafür habe ich hier von CH Kreativ so eine ja, verfugte Steinmatte und einen Kleber. Das mache ich jetzt mal, den mache ich jetzt mal auf. Und das habe ich mir das Ganze hier schon in Streifen geschnitten und klebe die jetzt hier rein. Das mache ich jetzt Schicht für Schicht. Jetzt konnte alles über Nacht trocknen, das ist jetzt schön fest. Jetzt sieht man hier schon, dass ich die ersten Zwischenräume verfugt habe. Dafür nehme ich mir hier von Bergswerk eine Spachtel. Das habe ich beim Seps 1:87 gesehen und verfuge das alles schön. Und danach gehe ich mit einem feuchten Schwämmchen drüber und ja, nehme das Überschüssige ab. Im nächsten Schritt kümmere ich mich um meinen Portalring. Dazu schneide ich mir jetzt erstmal eine dünne Scheibe Styrodur ab. So ungefähr. Und dann teste ich mal, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ich mache da mal ein paar Schichten mehr. Jetzt hatte ich schon den einen oder anderen Versuch. Also für mich hat sich jetzt herausgestellt, dass ich da am besten ein Klebeband hinten drauf klebe und das dann ausschneide, aber dann ist es immer noch recht instabil. Deswegen schmiere ich das Ganze jetzt mal mit ein bisschen Spachtel von Bergswerk ein. Da ist es. Und dass es ein bisschen dicker wird. So. Jetzt lasse ich das trocknen und gehe zum Jageln. Das Ganze ist jetzt getrocknet und ich habe es mal grob ja, ausgeschnitten. Jetzt schaut das so aus. Eigentlich an sich finde ich es jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Jetzt hatte ich nur auf der Messe, Grüße an alle, die ich getroffen habe, es war sehr nett, jemanden getroffen, der hat gemeint, nimm doch einfach ein Stück Pappe und mach da quasi so aus einem Karton, oder ich nehme jetzt in dem Fall ein bisschen dickeres, ja, was heißt ein bisschen dickeres, so 3 mm dickes Styrodur. Habe da auch wieder von hinten Ding drauf geklebt, Klebeband, ausgeschnitten alles und schneide dann die Teile aus und mache die mit Sand, also Kleber drauf und mit Sand, und das probiere ich jetzt mal. Jetzt habe ich hier hinten schon mal angefangen, das zu markieren und beschriftet. Und da habe ich mir hier, das muss ich mal ein bisschen ranzoomen, da habe ich mir hier eine kleine Schablone aus Styrodur gemacht. Die lege ich hier seitlich quasi an für die konischen Steine. Und dann habe ich einen ungefähren Abstand. Und für unten, wo es dann gerade wird,
nehme ich die Rückseite und kann dann hier die geraden, bisschen dickeren Steine machen. Jetzt habe ich das Ganze beschriftet und eingeteilt. Jetzt werde ich das als nächstes mit Mod Podge einstreichen. So, dann habe ich es innen und außen und oben mit Mod Podge eingeschmiert und jetzt habe ich hier eine Kiste voll Sand. Das ist ein Quarzsand, glaube ich, oder Silbersand oder wie auch immer der heißen mag. Und dann lege ich das mal hier rein, vorsichtig. Und dann rubbel ich ein bisschen, dass überall Sand ist, außer vielleicht jetzt auf der Rückseite, wenn ich da ein bisschen Kleber habe. Und dann lassen wir es trocknen. Das konnte jetzt schön trocknen. So schaut es jetzt aus. Jetzt schneide ich das mal in Stücke. Ich jetzt mal eine normale Schere. Schneide Stück für Stück ab. So, dann habe ich das geschnitten. Und jetzt werde ich es als nächstes mal anmalen, glaube ich. Ursprünglich dachte ich mache noch eine Schicht Sand drauf, aber ich glaube, das lasse ich. Weil dazwischen sieht man es dann sowieso nicht mehr. Und dann werde ich das einfach schön verfugen. Und dann könnte es ganz cool werden. Das probiere ich jetzt einfach alles aus. Jetzt male ich die mal an. Dann fange ich mal an, das anzumalen. Dafür nehme ich mir jetzt mal von Vallejo ein Sky Gray. Das habe ich stark verdünnt mit Wasser. Dann pinsel ich das einfach mal ein hier. Nachdem ich jetzt die erste Schicht habe trocknen lassen, habe ich das Ganze nochmal mit einem Basaltgrau und einem German Sea Black Brown Wash übermalert, immer so schichtweise, sodass ich da langsam mich hinarbeite. Wo sind wir denn? Da sind wir. An die Farbe. Und jetzt lasse ich das mal trocknen und dann schaue ich es mir mal an. Und dann kann man es eigentlich wahrscheinlich schon reinkleben und verfugen. Jetzt habe ich hier schon mal den Ring, das ist jetzt alles getrocknet, das habe ich jetzt alles umgedreht und habe es mühsamst wieder zusammengepuzzelt. Und jetzt werde ich das hier quasi auf mein Tunnelportal übertragen. Dann nehme ich jetzt wieder meinen Flexclou und bestreiche die Steinchen schön mit dem Kleber. Und hier habe ich mir schon so einen Ring aus Klebeband gemacht, dass ich das quasi schön anlegen kann. Jetzt geht's weiter. Nachdem ich die Steine einmal rundherum jetzt gelegt habe, schaut das Ganze so aus. Jetzt muss ich das trocknen lassen und dann werde ich das Ganze verfugen. So, das ist jetzt schön getrocknet, aber bevor ich jetzt das verfuge, spanne ich mir jetzt mal mit einem Klebeband Backpapier drüber und nehme mal Maß. Jetzt passt es hier schön bündig dran. Jetzt, glaube ich, übertrage ich das als nächstes mal auf Pappe und dann passe ich das noch ein bisschen besser ein. So, jetzt habe ich das Ganze mal auf Pappe übertragen und habe das hier eingepasst. Das passt einigermaßen gut. Und jetzt werde ich das Ganze auf meine Steinmatte übertragen. Dann muss ich jetzt hier noch das Maß nehmen, dass das passt. Und den ganzen Fugenkäse hier, das kann man alles dann schön verfugen, das passt schon. Das kriegen wir schon alles hin. Gut, dann geht's weiter. So, jetzt habe ich mir das alles schon hingelegt. Jetzt markiere ich das mit einem Filzstift. So, das ist hier oben sehr knapp, aber da machen wir dann einfach noch mal eine schöne Schicht drüber. Aber fürs Erste sollte es halten. Und dann schaut es jetzt erstmal so aus. Und jetzt kleben wir es wieder drauf. Habe ich hier wieder meinen Kleber und streiche das Ganze mal schön ein jetzt.
Ich mache mal nur eine Hälfte jetzt zum Anfang. So, und dann geht's los. Gut. Jetzt mache ich hier oben noch eine Reihe gleich drauf und dann lasse ich das trocknen. So, die Mauer ist jetzt schön trocken. Jetzt schnappe ich mir im nächsten Schritt wieder meine Bergswerksspachtel. Mache mir die auf den Finger. Und dann streiche ich das Ganze schön ein. Da kann man das nämlich richtig schön in die Fugen drücken. Dann schnappe ich mir ein altes Tuch, in dem Fall ein Handtuch. Ich mache mal das Grobe weg. So, und dann mit einem feuchten Schwamm wieder, wie bei der Innenwand quasi. So, das mache ich jetzt erstmal außenrum und dann mache ich das innenrum. Das ist jetzt alles schön getrocknet und an sich finde ich, dass es auch echt cool ist. Bloß hier werde ich noch so, ja, so Mörtelflecken, so Ausbesserungsflecken machen, dass das nicht so, dass ich hier nicht so diese Kante habe. Das gefällt mir nicht so. Und jetzt geht es hier weiter mit der Seitenwand. Das ist jetzt auch wieder fest. Und jetzt habe ich das schon mal hier Probe gestellt. So schaut es aus. Und wer sich jetzt schon die ganze Zeit gefragt hat, was eigentlich aus meiner Hangabstützung hier wurde, da war ich bis zum Schluss jetzt nicht sicher, ob ich das machen soll. Deswegen habe ich hier auch schon mal vorsichtshalber bis raus gemauert. Jetzt habe ich aber mir überlegt, ich werde jetzt auf jeden Fall mal einen Probedurchgang machen. Und zwar habe ich ursprünglich gedacht, ich mache so eine dreifach abgestufte Mauer. Das gefällt mir aber nicht so 100%ig. Und deswegen habe ich mir jetzt hier schon die Teile für eine fünffach abgestufte Mauer vorbereitet. Und die kommt jetzt hierher. Das probiere ich jetzt zumindest mal aus. Da klebe ich jetzt wieder so Mauerteile drauf und dann wird es zu einem verfugt. Und so schaut es dann aus. So habe ich mir das vorgestellt. Ich habe das hier noch ein bisschen schmäler machen müssen, weil es sonst hier zu nah an das Tunnelportal hingekommen wäre. Aber so, glaube ich, ist das ganz fein. So kann man das, glaube ich, lassen. Jetzt muss ich mir mal überlegen, ob ich hier oben auch noch so eine Mauerabschlusskante hinmache. Mal sehen. Und dann werde ich noch so ein bisschen hier Pfusch reinmachen und hier werde ich noch so Abläufe machen, also so Wasserabläufe, so 2, 3 und dann kann man eigentlich schon ans Altern gehen. Hier habe ich jetzt mal punktuell mit einem Bergswerkspachtel so ein bisschen, ja, gepfuscht quasi, so ein bisschen Ausbesserungsmörtel aufgetragen. Jetzt lasse ich das mal trocknen und dann schaue ich es mir mal an. Und dann wird es noch farblich nachbehandelt. Und genau, jetzt machen wir als nächstes die Hangentwässerung. Für meine Hangentwässerung habe ich mir jetzt aus einem Stück Messingrohr hier 2 so kleine Stücke gemacht. Und jetzt mache ich hier mal Löcher rein für die Röhrchen. Ich brauche jetzt erstmal einen Stift. Und dann würde ich so auf die Höhe gehen. Einmal hier und einmal hier. Dann packe ich mir meinen Dremel und dremel wild los. So. Dann kann ich mal antesten. Genau, das ist jetzt ein bisschen zu weit, aber das macht nichts. Da pfuschen wir dann wieder mit Spachtel. Also soll es dann am Ende mal aussehen. Jetzt muss ich dann die Rohre noch altern. Dann nehme ich einfach eine Rostfarbe und dann klebe ich das rein. Als nächstes habe ich hier von Vallejo so ein Zement Cray. Das benutze ich jetzt mal, um die Flecken hier. Die sind zwischenzeitlich getrocknet und jetzt male ich die ein bisschen aus, dass das ausschaut, als wäre da mal hinzementiert worden. Quasi. So, und dann lasse ich das wieder trocknen. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen mit Sandfarben drüber gehen.
So, jetzt habe ich hier aus 2 Leisten und 2 Kabeln habe ich noch Kabelkanäle gemacht. Die sollen quasi da reinführen. Da mache ich dann an der Seite, wo ich den Baupfusch gemacht habe, beziehungsweise die Ausbesserungsarbeiten, mache ich dann noch schön 2 Kabel rein, die sich da so lang hangeln. So, und dann lasse ich das mal trocknen. Nachdem die Zementfarbe getrocknet ist, bin ich hier mit einem Iraki-Sandwash und mit einem Silber-Weiß-Wash drüber gegangen. Jetzt schaut es so aus, jetzt will ich da gar nicht mehr machen. Jetzt mache ich als nächstes die Alterung und dann zeige ich euch mal das vorläufige Endergebnis. Jetzt habe ich das Tunnelportal soweit mal gealtert und innen auch natürlich. Habe die Kabel hier hingeklebt mit Sekundenkleber. Habe ich so aus, mal schauen, ob ich das eingefangen bekomme, habe ich so aus Bindschnüren so ein bisschen versucht, Schellen nachzubilden. Auf jeden Fall schaut es jetzt so aus. Jetzt werde ich das Ganze hier in der Seite habe ich auch noch ausgeschnitten für die Mauer, dass ich dann quasi das so ein bisschen nach innen versetzen kann. Dass man hier nicht so eine Kante hat, so eine sichtbare. Und jetzt werde ich das Ganze reinkleben. Dann nehme ich jetzt ganz klassisch wieder Weißleim. Und dann habe ich hier mein Tunnelzeug. Jetzt muss ich mal testen, weil das ist alles recht knapp. Gut, und dann beschwere ich das Ganze noch. Jetzt habe ich hier auch noch gleich meine Hangstützmauer mit hingeklebt. Dann kann es in einem Guss trocknen und dann muss ich es morgen nur noch einschottern. Jetzt lasse ich das auf jeden Fall über Nacht trocknen. So schaut es aus. So, das ist jetzt alles schön fest getrocknet. Und jetzt nehme ich mir mal einen Schotter und mache hier mal die wunderschönen Fugen weg, beziehungsweise die Ränder. So, und dann fange ich an, hier draußen gleich noch das alles mitzugestalten. Da habe ich jetzt als erstes mal so ein Drainagemittel. Und das trage ich jetzt mal schön auf. Und dann wieder klassisch mit Alkohol einsprühen und Leim-Wasser-Mischung drauf. Und dann wieder trocknen lassen. Jetzt kommt da alles trocknen, so schaut es jetzt aus. Jetzt fehlt natürlich noch die Begrünung hier am Hang und an über der Mauer kommen Büsche hin und Böschung und ja, muss ich mal schauen, was ich da alles hinmache. Aber das soll es jetzt für das Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.